Im Jahr 1993 kannte jeder dieses Logo. Jurassic Park, der Wahnsinns-Kinofilm. Hier kam das Spiel zum Film. Und die PC Games hat damals geschrieben, noch besser als im Kino. Und meine Frage ist ja immer, macht's heute auch noch Spaß? Das schauen wir uns zusammen an. Und da sind wir auch schon drin in der DOS-Eingabeaufforderung. Die Spielepackung schauen wir uns übrigens nachher natürlich auch noch an. Wir gucken auch in die PC Games, aber jetzt wird erstmal gezockt. Wir geben ein JP und los geht's. Ocean Software. Wow, ist das lange her. Diese unheilsschwangere Klaviermusik. Ich habe übrigens Roland MT32 eingestellt. Keine Ahnung, ob das besser klang damals. Ja, und dann kommen die Vorspannprogrammierer. Das überspringen wir jetzt, weil mehr passiert nicht. Dann hat man hier dieses Startbild. Es gab übrigens auch eine CD-Version, die hatte dann etwas mehr Intro. Aber wir starten jetzt einfach mit der ganz normalen Version. Startspiel. Passwort eingeben, überspringen wir, weil wir spielen von Anfang an. So, jetzt. Ja, und das ist ja mal drin im Spiel. Wir spielen Dr. Alan Grant, der mit einem Elektroschocker, ouch, auf Dinojagd, oh, da ist unser Auto kaputt, auf Dinojagd geht. Es sei denn, wir nehmen Munition auf, dann können wir die Kompis auch mit der Schusswaffe erledigen. Und mehr können wir übrigens nicht tun. Wir können tatsächlich nur Elektroschocker oder Schusswaffe benutzen und wir müssen auch ziemlich genau treffen. Sonst wird das nix. Also das ist so ein bisschen das Schwierige manchmal, wenn man die Gegner nicht genau anvisiert, so diese nervigen Fliegen hier, dann wird's heftig. So, da haben wir so eine Kommunikationsstation. Da kann man jetzt die Karte anschauen, man kann die Aufträge einsehen, man kann auch gucken, wo man hin muss. Dringende Nachrichten. Tim und Lex haben sich im Park verlaufen. Sie müssen gefunden und zur Besucherzentrum zurückgebracht werden. Genau, Hauptmenü. Wir gucken ganz kurz in die Gehege-Informationen. Die Karte, die seht ihr, die ist ziemlich rudimentär, also da gab es keine genaueren Informationen. Man konnte auch noch einen Schlüssel angucken, also was ist wo. Wir gucken noch kurz auf die Gehegesysteme. Schloss, Bunkertür, unverschlossen. So. Halt Gehegesysteme nochmal. Schloss, Zauntor. Dieses Tor kann nicht durch eine Fernbedienung geöffnet werden. Eine Sicherheitsschlüsselkarte ist erforderlich. Genau, die müssen wir finden. So, also weiter geht's. Wir müssen die Kinder finden und wir müssen die Schlüsselkarte finden. Na? Und wir müssen diese blöde Fliege loswerden, die mich irgendwie nervt. So, wenn wir Glück haben... Ah, nee, manchmal steht Tim genau hier. Das ist immer etwas unterschiedlich, wo man Tim findet. Jetzt gucken wir mal, ob wir ihn finden oder... Oh, jetzt sind schon diese Spuckviecher. Oh. Und ihr seht, wenn man nicht genau trifft, dann erledigt es ihn nicht. So, wir müssen den Bunker finden. Diese Pflanzen, wenn man sie nicht schnell genug übergeht, dann... Ah, ne, der Bunker ist tiefer. Ah, dieses blöde Fliegenviech. Ja, nicht so einfach. Also ihr seht, Jurassic Park damals kein Adventure oder was man vermutet hätte. Nein, es war ein relativ actionreiches Spiel. Ich war tatsächlich auch... Ah, da ist Tim. So, Tim haben wir bei uns. Ich war tatsächlich lange Zeit auch nicht sicher, ob ich das Spiel mögen soll oder nicht. Gerade weil eben dieser erste Part so, ja, so ist, wie er ist.
Es war, ich weiß nicht, ich hatte mir, glaube ich, grafisch mehr erwartet. Oder spielerisch, ich weiß nicht mehr genau. Also es war einfach nicht das, wo ich gedacht habe, okay, so hatte ich mir ein Spiel zum Film vorgestellt. Kein direkt schlechtes Spiel. Also es spielt sich ganz okay, es ist auch jetzt noch okay. Ich muss auch gestehen, ich habe es zuerst bei einem Freund auf dem Amiga gesehen. Und da war es, finde ich glaube, der Bildausschnitt war etwas kleiner. Aber insgesamt fand ich es eigentlich ganz tauglich. Was vor allem auf dem Amiga, finde ich, besser war, war die Musik. Oder? Musik auf dem Amiga war halt immer grandios. Da ist Munition. Ein Dino verfolgt mich. Wenn man sie nicht genau in der Schusslinie hat, den richtigen, dann ist es eben schwer, sie zu treffen. Wir werden übrigens nicht die ganzen Level von vorne bis hinten spielen. Das ist mir wirklich zu lang, zu langweilig auch, das mit euch dann da durchzugehen. Ne, wir springen natürlich mit den Passwörtern und wir gehen natürlich auch in die legendären 3D-Sequenzen, die es dann später gibt, die natürlich einfach grandios waren, grandios spannend. Wo war ich gerade? Ach ja, genau, ich habe es beim Kumpel auf dem Amiga zuerst gesehen. Da war es eigentlich, ich fand es eigentlich ganz cool. Da war auch so diese Art der Spiele gar nicht so ungewöhnlich. Aber auf dem PC wusste ich, wie gesagt, nicht so ganz, was ich damit anfangen soll, ob das jetzt gut ist oder nicht. Ah, seht ihr, wenn man mittendrin steht. Also es ist ein bisschen tricky, die Dinos zu treffen. So, da haben wir den Werkzeugkasten. Mit dem Werkzeugkasten kann man diesen Kanalschacht aufmachen und dort kann man dann die Schlüsselkarte finden. Ich gucke das mit euch gleich noch an. Es kann auch sein, ich springe ab und zu einfach ein bisschen, dass ihr nicht in Langeweile ausbrecht. So, da haben wir jetzt den Kanal gefunden und da können wir jetzt mit dem Werkzeug rein. Und da finden wir dann auch die Schlüsselkarte, wenn ich es noch richtig weiß. Und dann springen wir auf jeden Fall ein bisschen, weil die Level sind sehr abwechslungsreich, was die Grafik angeht, finde ich. Aber teilweise dann auch etwas langatmig, etwas gleichförmig, wenn man zuschauen muss. Das will ich euch also wirklich nicht die ganze Zeit. Wow. Ganz schön voll hier, meine Güte. Ja. Da ist die Schlüsselkarte. Und dann können wir nämlich auch zum Ausgang gehen. Ich meine, wir müssen in diesem Level nur Tim finden. Na, jetzt. Oh, da ist nochmal. Ganz viele. Wow. Lasst mich. Fresst ihn. So, jetzt müssen wir den Ausgang finden. Ah, diese blöden Fliegeviecher nerven kolossal, sage ich euch. Wenn man sie einfach nicht trifft, oh, und dann überall Kompis und oh. Nee, man muss noch Lex finden. Okay, passt auf. Lex zu finden macht jetzt keinen Sinn, weil da werdet ihr echt langweilig, trübsinnig dabei. Wir springen jetzt in eines der nächsten Level. So, da sind wir wieder. Wir springen jetzt in Level Nummer 3 und das Coole ist, dort sehen wir zum ersten Mal einen der 3D-Parts. Für einen kurzen Moment sind wir in 3D unterwegs und das hat uns damals echt unfassbar umgehauen. Diese 3D-Level im Jurassic Park-Style. Doom war ja noch nicht da zu dieser Zeit. Was war es? Ultima Underworld vielleicht so ein bisschen, oder? Ja, also. Und wie gesagt, ich kam vom C64 und meine Kumpels waren auf Amiga. Und selbst auf dem Amiga sah das schon ziemlich beeindruckend aus, auch wenn es auf dem Amiga nicht diese grafische Brillanz hatte, wie es auf dem PC hat. Das war schon sensationell. Jetzt muss man seinen Ausgang finden. Und ich meine, es gibt hier noch keine Gegner, die mich erschrecken könnten.
Man kann auch irgendwie einen Seitwärtsschritt machen, oder? A, V und A, ja. Tatsächlich, ja. So, die Wände wechseln. Wir kommen der Sache näher. Da sind wir gleich draußen. Ja, das war ein kurzer Eindruck von dieser 3D-Sektion und dann springt man wieder in die 2D-Ansicht und muss mit Alan Grant von oben weiterspielen. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass ich damals ein bisschen enttäuscht war. Ich hätte gern mehr 3D gehabt. Und die ersten 7 Levels sind ja auch wirklich dann reine 2D-Levels. Aber sie sind grafisch abwechslungsreich. Oh, und jetzt wird es auch knackiger hier mit den Felsen. Das ist dann richtig gemein. Und man konnte ja mit einem Passwort das Ganze auch überspringen, wenn man wollte. Und Passwörter waren ja so ein typisches Ding, was man dann auf dem Schulhof durchaus teilen konnte. Du, ich habe das Passwort rausgefunden. Wie ist es denn? Sag mir das mal. Super. Wie geht's dahin? Gar nichts. Also ihr seht, es wird actionreich, es wird schwerer, es wird auch ein bisschen gemeiner. Man muss hier nämlich diese Steine benutzen, um sie runterzuschieben und dann später hoch zu klettern. Das gucken wir uns auch noch kurz an, dann springen wir wieder ein Level weiter, weil ganz ehrlich, an der Stelle hatte ich beim letzten Mal so die Nase voll, weil es nicht geklappt hat. Diesen blöden Stein, ja, seht ihr das? Die wollen jetzt wieder nicht. Ich hab's voll drauf. Alter. Jetzt. So, jetzt guckt hier. So soll das normalerweise funktionieren. Also es ist ein bisschen hakelig mit der Steuerung. Das sind durch, ja, so 1993er Spiele. Da ist das eben manchmal so. Man muss sich dann durch den Level kämpfen und weitere Steine verschieben. Wir springen, glaube ich, nochmal. Da sind wir wieder. Wir springen in Level Nummer 4. Gallimimus und Dilophosaurier sind, meine ich, da neu dabei. Einfach, dass ihr ein bisschen seht, wie sah es denn damals aus. Auch spielerisch muss ich echt sagen, es ist okay. Es ist okay. Ich meine, ich wusste ja, was mich erwartet. Es ist nicht mehr hoch innovativ, aber es spielt sich eigentlich ganz gut. Und es ist ja jetzt auch keine tief trabende Action. Wir haben mittlerweile beide Kinder gefunden. Das ist aber schön. Heieieiei. Das sind immer viel von denen. Kommen denn die alle her? Wir suchen mal das Weite. Ich erinnere mich im zweiten Film hat auch einer der Typen die Kompis gegrillt mit dem Elektroschocker und wurde dafür niedergemacht. Naja. Okay, da darf man nicht runterfallen. Ja, das sind so alte Gemeinheiten, Feinheiten, Eigenheiten dieses Spiels. Ja, so war's. Und dann machst du das eben nochmal. Also die ersten Level gehen noch, die sind nicht so wahnsinnig lang, aber gerade, ich meine, Level 5 ist es dann, das erstreckt sich über mehrere Abschnitte und da ist es dann wirklich heftig. Da kommt man nicht durch. Da ist es dann wirklich heftig. Und man muss aufpassen, nicht drauf zu gehen, sonst macht man einen ganz bedeutend langen Abschnitt nochmal.
Da ist so eine Station, da können wir kurz drauf gucken, was man eigentlich machen muss. Und dann schauen wir uns noch einen anderen Level an und dann gehen wir noch in den 3D-Teil. Es ist ja dann doch nicht so wahnsinnig viel zu sehen, aber zum Spielen ist es ganz okay. Die Kinder sind im Bunker eingeschlossen, holen sie da raus und bringen sie so ein Besucherzentrum? Die Kinder sind doch bei mir. Hä? Ja, wir gucken noch kurz auf die Karte. Ja, sehr informativ, ne? Karte, Schlüssel. Tunneleingang, Karte. Naja, egal. Ja, also ihr seht, es ist sehr übersichtlich. Ich meine, damals kam dann noch irgendwann die Komplettlösung in der PC Games. Da habe ich dann reingeschaut und mir die Karten angeschaut. Oder man hat natürlich mitgezeichnet. Ja, sowas konnte man ja damals auch noch machen, ne? Wow, genau, ja, da muss man aufpassen. Neue Dinos, die einen übertrampeln. Oh. Und die man gar nicht schnell genug kaputt kriegt, je nachdem. Stampede, Jo! Mieser Abschnitt, mieser. So, wo geht's weiter? Gar nirgends. Ja, super. Doch, da kann ich hoch. Also ihr seht, es ist gar nicht so einfach. Die Spiele waren damals nicht immer darauf ausgelegt, dass man sofort weiß, was man tun kann und muss. Wow! Ah! Ein Dino! Ach du Schande! Ah, das weiß ich gar nicht mehr. Und jetzt, wo muss ich beginnen? Hallo? Oh nein! Nochmal von vorne. Also passt auf, ich spring mal zu dem Teil und dann schauen wir nochmal, ob wir dem T-Rex entkommen können. So, da sind wir und gleich geht es. Ha. Wir nehmen da unten die Flares auf und dann wird der T-Rex kommen. Man muss ihn mit der Flare ablenken und... Okay, over, rest in peace. Wir springen in ein weiteres Level, gucken uns noch den 3D-Part an. Nein, wir gucken uns den Fluss noch an. Pass auf, der Fluss. Da sind wir auch schon auf dem Fluss. Boot, Schiff. Also ihr seht, es ist was geboten. Oh, da muss man aufpassen, dass man die nicht trifft. Es ist was geboten in diesem Spiel. Es ist sehr abwechslungsreich, wenngleich natürlich das Gameplay an sich nicht sehr abwechslungsreich ist. Also man macht ja immer das Gleiche, aber trotzdem sind es immer wieder andere Level, immer wieder andere Settings. Man muss wieder andere Missionen erfüllen. Aber es ist gar nicht so einfach, wie es sein sollte. Ihr habt es ja gesehen, ein kleiner Fehltritt und zack ist man auch schon gefressen. Oder es kostet eine Energie. So, da kann man dann aussteigen und dann geht dieser Level ebenfalls los. Also ihr seht, es ist eigentlich, ich finde es eigentlich schön. Schaut mal die Dinos an, das ist echt, ja, immer wieder was Neues geboten, damit es eigentlich langweilig wird. Aber wie gesagt, vom Gameplay her ist es einfach immer das Gleiche. Es sei denn, man spielt eben die 3D-Levels und da gehen wir jetzt noch hin. So, und da sind wir auch schon im 3D-Teil. Wir starten in Level Nummer 9, nicht in 7, weil 7 und 8 sind sehr duster. Und ich möchte, dass wir ein bisschen was sehen. Ihr seht übrigens, was ich schade fand damals, kein Vollbild. Also man hat zwar die Karte, aber im Grunde ist sehr viel vom Screen beherrscht von dieser Jurassic Park Schrift. Und ja, also war nicht Vollbild, das fand ich ein bisschen schade damals. Oh oh. Ah!
Action. Da geht einem die Pumpe. Das war damals noch viel schlimmer. Diese dusteren Levels, vor allem die vorigen Levels sind sehr duster. Das zeige ich euch gleich noch kurz, aber jetzt gucken wir uns erstmal kurz das Level an. Da sieht man einfach ein bisschen mehr von der 3D-Engine. Oh oh. Die Höhlen sind dunkel, du benutzt die Nachtsichtbrille. Okay. Wow! Wow, krasser. Krasser. Oh, ja, da ist es dann doch, ne? Die Musik wechselt und... Oh, noch einer. Das ist natürlich ein schöner Hinweis darauf, dass Anna in der Nähe ist. Also ihr seht, es hat so ein bisschen, wie soll ich sagen, Wolfenstein 3D-Vibes oder zu der Zeit Shadowcaster kannte ich noch. Ah, sehr gut. Erste Hilfe. Also ja, war für damalige Verhältnisse grafisch sicherlich reizvoll und gerade von der Atmosphäre halt sensationell. Dann oben noch die Automap, die mitläuft, das fand ich ziemlich cool. Und wie gesagt, auch auf dem Amiga gab es den 3D-Teil. Der war nicht ganz so ausgefeilt grafisch. Irgendwie hat man kein Trefferfeedback auf die Entfernung, oder? Boah, und die Sounds sind halt cool aus dem Film, ne? Dieses, ja. Also es hat schon was. Es ist Retro. Interessanterweise war das zwar grafisch sehr viel interessanter, aber abwechslungsreicher waren eigentlich die 2D-Levels. Und interessanterweise noch, guckt mal, das Menü hier sieht ganz anders aus als in den 2D-Levels und man merkt, es waren so irgendwie 2 Spieleparts, man weiß es nicht genau. Ne? So, wir schauen noch einmal in Level Nummer 7, also den ersten 3D-Level. Da hat man die nämlich noch bei sich, da sieht man auch kurz die Figuren, wie es am Anfang auch angeht. Man muss dann das den Lichtschalter suchen. Hammond redet mit einem, wir müssen das Computersystem herunterfahren, um es neu zu starten. Die Ellie ist dabei und die beiden Kinder natürlich. Man sieht ja auch, ja, war grafisch natürlich, ja, genau, jetzt ist nämlich das Licht aus und wir müssen jetzt alles wieder hochfahren. Das heißt, die ersten Level sind einfach sehr dunkel. Es ist zum Zeigen für euch jetzt eher schwierig. Warum sind alle Lichter aus? Die Hauptsicherung muss durchgebrannt sein. Alan, kannst du die Stromversorgung? Natürlich, ich kann die Stromversorgung wiederherstellen. Ich bin ja Paläontologe. Dr. Alan Grant, natürlich mache ich das. Wir werden dich übers Walkie-Talkie dirigieren. Dann seht ihr auch gleich, warum ich die 3D-Level... Sieht schon stark aus. Da seht ihr, ist alles sehr, sehr dunkel, sehr duster. Ohne die Automap wäre man so ein bisschen verloren. Halt, du musst in die andere Richtung gehen? Wieso? Ach so. Ja, ihr seht, ne, es ist sehr, sehr dunkel, sehr wenig Sichtweite. Es macht die Sache natürlich zusätzlich schwer. Hä? Man weiß gar nicht, wo man hin muss. Weiß ich, wo ich hin muss? Da. Schlechte Nachrichten, Alan. Es scheint, als ob die Raptoren entkommen sind in das Gebäude. Ah, ja, klar. Das heißt, wir haben die Raptoren am Hals.
Also ihr seht, es ist wirklich, es ist für damalige Verhältnisse, fand ich es extrem cool. Es ist, muss ich sagen, diese treibende Musik. Sprich, irgendwo hüpft einer rum, oder? Ich sehe gar nichts. Ah, da ist er. Hui. Zack. Oh, schreckt mich mal. Also ihr seht, es macht immer noch Laune, aber es ist eindeutig ein altes Spiel. Und wisst ihr was? Fürs Schnuppern reicht mir das erstmal, für ein kleines Fazit reicht mir das erstmal. Jetzt gucken wir gleich noch in die Packung, in die PC Games und sehen uns gleich fürs Fazit wieder. Ach ja, das ist doch mal wieder ein typisches Beispiel für ein Spiel, wo man sagen muss, spielt man das nochmal? Ja, aus Nostalgiegründen, aber das ist es dann auch. Ganz ehrlich, es ist damals kein schlechtes Spiel gewesen, es waren aber auch nicht alle restlos begeistert davon. Ich zum Beispiel hatte mir, glaube ich, ein bisschen was anderes erwartet. Diese Top-Down-Perspektive, das hatte ich irgendwie, da hatte ich was Pompöseres erwartet. Das ist nicht schlecht, es hat auch Spaß gemacht, das zu spielen, aber irgendwie hatte ich was Pompöses erwartet. Und der 3D-Teil, der war natürlich dann sensationell. Da dachte ich so, wow, wie krass sieht das denn aus? Aber spielerisch war der wiederum nicht so wahnsinnig abwechslungsreich. Es gibt nur die Raptoren als Gegner, also es wiederholt sich dann doch sehr stark. Insofern ja, also Jurassic Park 1993, sicher nicht der ganz große Wurf, aber sicherlich auch kein wirklich schlechtes Spiel. Die PC Games war damals recht angetan. Hier haben wir die Ausgabe 1293. Da war der Testbericht drin von Jurassic Park. Noch besser als im Kino, haben sie auf dem Titel geschrieben. Und da ist es dann drin, das Spiel Jurassic Park. Da ist der Testbericht, Screenshots, Artikel und. Und sie waren, wie gesagt, sehr, sehr angetan von dem Ganzen. Wir gucken mal auf den Wertungskasten. Da seht ihr es auch. Der Wertungskasten wirklich sehr gut. Eine Wertung von 90% und auch die Meinung ging wirklich nach oben. Ich glaube, so waren nicht alle Spielemagazine überzeugt. Gerade diese Zweigeteiltheit vom Spiel war vielleicht für den einen oder anderen Spieletester ungewohnt, nicht perfekt gelungen. Also ja, da war man sich eben nicht ganz einig. Aber die PC Games hat gesagt, Jurassic Park auf jeden Fall ein gutes Spiel, ein tolles Spiel und vor allem eine gelungene Filmumsetzung. Ich habe ja gesagt, wir schauen auch noch in die Spielepackung rein. Es ist nicht meine. Ich hatte das damals nicht. Ich hatte es nur ausgeliehen. Und vor allem, wenn ihr genau hinschaut, dann schaut mal hier. Es ist nicht die PC-Version, es ist die Amiga-Version, die ich hier habe, in dieser Schachtel. Die haben wir aber nicht gespielt. Und das Witzige ist auch, wenn man hinten drauf schaut, es ist immer die gleiche Schachtel. Immer die gleiche Schachtel mit den gleichen Infos und den gleichen Screenshots vor allem hier. Diese Screenshots, die sind immer die gleichen und man sieht es gleich, der Kenner sieht es gleich, die sind nicht von der PC-Version, die sind auch nicht von der Amiga-Version, die ich ja hier in der Hand habe. Nein, es waren immer die gleichen und es steht auch hier unten klein, Screenshots taken from various computer versions, ja, Computer-Formats. Sprich, sie haben die Screenshots einfach wild durcheinander gemischt und man wusste gar nicht, was man eigentlich bekommt, wenn man die Amiga-Version kauft, weil die war grafisch dann doch etwas anders, gerade was den 3D-Teil angeht. Aber wir schauen rein, schön hier mit Schuber, ne? Einmal den Schuber und dann ist da drin die Big Box, die Schachtel. Oh, ist einfach, ich liebe das total, diese Dinger aufzumachen. Man weiß ja gar nicht, was man damals dran hatte. Damals fanden wir es Standard. Mittlerweile weiß man, irgendwie war es doch ganz cool, ein physisches Spiel in der Hand zu haben. Es will nicht aufgehen. Das ist wieder mal typisch. Da, jetzt haben wir es. Hier, guckt mal. Und da seht ihr auch gleich, die Anleitung ist für alle Versionen gleich. CBM, Amiga und IBM PC Instruction Manual. Und dann haben wir hier das Handbuch. Übrigens sehr, sehr hochqualitativ gedruckt. Tolles, dickes Papier. Echt schönes Handbuch, also wirklich toll.
muss man sagen, in verschiedenen Sprachen. Es ist jetzt nicht der große Wurf, es gibt leider nur dieses Handbuch, es sind keine anderen Infos dabei, aber sei es drum. Aber es ist wirklich schön gemacht, also schönes Handbuch und dann natürlich, ich drehe durch, guckt euch das an, da sind sie, die Disketten. Ich hatte ja nie einen Amiga, ich musste immer bei Freunden spielen. Umso witziger, dass ich jetzt hier eine Amiga-Version von Jurassic Park bei mir liegen habe und da sind sie, die Jurassic Park-Disketten. Guckt sie euch an, da sind sie. Ah, ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Ich freue mich so, ganz ehrlich, das ist doch der Wahnsinn. Mensch, sowas war früher für uns die Welt, 4 Disketten und dann musste man ja immer wechseln und so. Ah, es ist echt herrlich. Also ganz, ganz tolle Version hier, diese Big Box-Version von Jurassic Park in der Amiga-Ausgabe. Ich bin echt so happy, dass die den Weg zu mir gefunden hat. Die Frage, die sich ja immer stellt, ist, macht es heute auch noch Spaß? Muss man es heute noch gespielt haben sollen? Naja, also wer es kannte, der kennt es ja sowieso. Für den ist dieser Blick mit Sicherheit eine tolle Reise zurück. Wer dieses Spiel aber noch nie gespielt hat, ich glaube, für den ist es ein schwieriger Einstieg. Es ist im 2D-Teil etwas stark wiederholend. Es macht zwar Spaß, aber hat auch seine Längen und es ist vor allem knackig schwer. Im 3D-Teil ist es dann zwar grafisch interessant, aber der ist spielerisch inhaltlich nicht so wahnsinnig interessant. Also wer es noch nicht kennt, würde ich sagen, nein, muss man nicht gespielt haben, aber es zu kennen, das ist auf jeden Fall wichtig. Jurassic Park aus dem Jahr 1993 sollte man kennen. Man sollte wissen, dass es da war. Die Filme sicher klasse, gerade der erste Teil gucke ich sehr, sehr gerne, ist gut gealtert, lässt sich immer noch sehr gut schauen. Und eine Sache noch, und so spielt eben das Leben eines Retro-Gamers. Wir haben jetzt den 17. Juli, als ich diese Aufnahme mache, und am 13. Juli 1996 ist Sam Neill überraschend verstorben. Sam Neill, der Hauptdarsteller aus Jurassic Park, ist von uns gegangen. Dr. Alan Grant ist nicht mehr unter uns. Ich muss gestehen, Teil 1 funktioniert gut, auch durch ihn und vor allem Teil 3, den ich echt gerne gucke. Ja, funktioniert einfach wahnsinnig, weil Sam Neill diesen Film echt trägt. Er hat auch andere gute Filme gemacht, ihr wisst es. Aber ja, Sam Neill ist leider verstorben. So ist es eben im Leben eines Retro-Gamers. Die Helden der Kindheit gehen langsam. Ja, so ist es. Danke fürs Zuschauen. Beim nächsten Mal schauen wir dann wieder in ein anderes Spiel oder in eine alte PC-Games rein. Und bis dahin habt Spaß, zockt ein bisschen und dann sehen wir uns vielleicht auf diesem Kanal wieder.